Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es weiter am Audi. Das letzte Video, was ich gezeigt habe, war ja der Keilrippenriementausch und die Spannrolle am Audi. Das habe ich jetzt beides auch off-camera mit Drehmoment festgezogen. Ich hatte mir noch mal einen anderen Aufsatz bestellt, einen 17er Aufsatz. Mit dem hat das dann wunderbar funktioniert. Da ist jetzt auch ordentlich Vorspannung auf dem Keilrippenriemen. Da ist sogar mehr Vorspannung als bei dem alten. Das nur so als Information am Rande. Den neuen Keilrippenriemen habe ich eben mit der Spezifikation von Audi angezogen, also 70 Newtonmeter habe ich den vorgespannt und dann eben mit 25 Newtonmeter an der Schraube verriegelt. Das wie der Prozess funktioniert, erkläre ich im Keilrippenriemen-Video. Verlinke ich euch oben nochmal. Ansonsten, wie gesagt, die Info, das ist jetzt alles fest. Und heute möchte ich mich der Ölwanne widmen. Öl habe ich bereits abgelassen, zeige ich euch gleich auch nochmal. Ich wollte euch nur einen kurzen Überblick geben über das, was ich jetzt heute in Angriff nehmen möchte. Wahrscheinlich werde ich heute auch gar nicht ganz fertig werden, denn ich möchte die Dichtung, das ist die neue Ölwanne. Fangen wir mal so an. Das ist die neue Ölwanne, die ich mir besorgt habe. Ich habe mir eine neue Ölwanne besorgt, um auf Nummer sicher zu gehen. Denn nicht, dass nachher die bestehende Ölwanne leicht verformt ist und vielleicht deswegen die Undichtigkeit entstanden ist. Momentan gehe ich immer noch davon aus, dass die Undichtigkeit unten von der Ölwanne oder der Dichtungsmasse kommt, denn hier wird tatsächlich keine spezielle Dichtfläche oder keine Dichtung verwendet, also keine Hartdichtung, sondern Flüssigdichtung. Habe ich mir auch mal 2 Satz Flüssigdichtung bestellt. Eine Tube sollte reichen, aber man weiß ja nie. Deswegen habe ich mir aus Sicherheitsgründen mal 2 besorgt. Wäre ja super ärgerlich, wenn einem dann nachher die Dichtmasse ausgeht. Laut Anleitung kommt hier eine Wurst hin, also so eine Dichtungswurst von ca. 2,5 mm. Diese Dichtungswurst positioniert man innen an der Ölwanne, also bedeutet, wir haben ja hier so leichte Einkerbungen in der Ölwanne selber und die Dichtungsmasse wird dann auf der Rückseite, also hinter meinem Fingernagel, wird die Dichtmasse aufgetragen, geht hinten an der Schraube vorbei, also dass wir sozusagen hier hinten dann die Wurst haben und das eben einmal ringsherum. Wenn man die Dichtmasse aufgetragen hat, hat man 5 Minuten Zeit und dann muss das auf jeden Fall schon fixiert sein am Auto, denn dann beginnt das auszuhärten. Das heißt, ein sehr kleines Zeitfenster. Inwieweit ich das dann nachher gut auf der Kamera eingefangen bekomme, wird sich zeigen, denn Priorität hat für mich natürlich, dass die Dichtung ordentlich sitzt und weniger, dass ich das für euch gut einfangen kann. Deswegen versuche ich es jetzt hier relativ gut vorab zu beschreiben. Dann sollten keine Fragen offen bleiben. Dann hier ist eine Aussparung für den Ölstandsgeber. Also das heißt, hier ist so ein Bauteil, was eben prüft, ob genügend Öl vorhanden ist. Da gibt es auch einen entsprechenden Dichtring. Der wird, so wie ich vermute, das sehe ich dann aber nachher später, wenn ich die Ölwanne ausgebaut habe, von unten positioniert. Hier innen drin macht das wenig Sinn, wird wahrscheinlich von unten positioniert. Habe ich auch neu bestellt, damit das hier auch dicht bleibt. Dann haben wir hier noch eine Aussparung eben für die Ölablassschraube. Auch da habe ich neue Ölablassschrauben bestellt, 2 Stück. Dann habe ich eine in Reserve und auch entsprechend die richtigen Dichtringe für die Ölablassschraube. Dann habe ich besorgt neue Schrauben für die Ölwanne. Hier insgesamt kommen 29 Schrauben rein, die habe ich alle neu besorgt. Das hier ist die richtige Tüte, das sind die 29 Schrauben für die Ölwanne. Und was ich mir überlegt habe, damit ich die gerade ansetze und die Dichtmasse irgendwie nicht verrutscht beim Ansetzen ist, das hier sind ja M6er Schrauben. Und meine Idee ist, ich habe mir hier so Gewindestangen M6 besorgt. Die haben das gleiche Gewindemuster, zumindest erstmal auf den ersten Blick. Und ich werde mir hier wahrscheinlich 2, vielleicht auch 4 Stangen etwas länger zurechtschneiden mit einer Einkerbung, sodass ich die mit einem Schlitzschraubenzieher eindrehen kann. Und meine Idee ist, ob das funktioniert, sehen wir dann später. Meine Idee ist, dass ich dann sozusagen an den Ecken, also zum Beispiel hier, so eine Gewindestange eindrehe, unten an der Badplate, hier an dieser Ecke und an dieser Ecke, also sprich an allen Punkten, wo man sozusagen die Position der Motorölwanne bestimmt. Und wenn ich die dann eingedreht habe, dann habe ich ja sozusagen Führungslinien, um die Ölwanne gerade anzusetzen an all diesen Ecken. Und dann werde ich die Ölwanne ansetzen, hochdrücken und dann in der Mitte mit 2 Schrauben fixieren. Dann meine provisorischen Stangen wieder rausdrehen und eben immer über Kreuz, ne, also hier auch dann die ersten Schrauben, die ich fixiere, ist dann hier und dann eben über Kreuz. Dann drehe ich die Stangen raus und mache eben über Kreuz immer die Schrauben fest. Soweit jetzt der Plan. Um die Ölwanne abbauen zu können, müssen unten einige Ölleitungen weg, das sehen wir dann auch gleich. Und um die Ölwanne
entnehmen zu können, muss auch der Stabilisator ausgebaut werden. Deswegen habe ich mir hier auch in weiser Voraussicht, weil wenn ich schon dran bin, mache ich das am besten gleich neu, 2 neue Stabilisatorgummis gekauft und auch alle entsprechenden Muttern, die man benötigt. Da unten am Stabilisator ist der Stabilisator nicht direkt am Chassis verschraubt, sondern da ist nochmal so eine, ja, so ein Verstrebungsbalken. Gucken wir uns gleich unten am Motor an. Und der hat eben zusätzlich nochmal mehr Muttern, mit denen er befestigt wird. Also zum einen wird der Stabilisator in diesem Verstrebungsbalken gehalten. Und der Verstrebungsbalken selbst ist auch nochmal befestigt. Deswegen eben hier diese Muttern, die ich neu besorgt habe. Jetzt gucken wir einmal ans Auto. Da sind wir ja letztes Mal stehen geblieben. Der Scheinwerfer ist immer noch ausgebaut. Die andere Seite, das mache ich dann im anderen Video, wo ich euch im Detail zeige, wie das mit den Scheinwerfern funktioniert. Öl habe ich schon abgelassen, das habe ich neulich gemacht. Da können wir dann gleich auch unten nochmal gucken. Da kann ich euch nochmal etwas genauer erklären. Wie gesagt, Keilrippenriemen habe ich jetzt mit Drehmoment angezogen. Ich schaue mal, ob ich das jetzt hier gefilmt bekomme. Ja, also wir sehen auf jeden Fall die neue Spannrolle. Zeige ich euch dann, wenn das Auto hochgehoben ist, auch nochmal, ja, dass da eben entsprechend ordentlich Vorspannung drauf ist. Und jetzt hätte ich gesagt, bereite ich noch ein bisschen Teile vor und dann sehen wir uns gleich unterm Auto wieder. So, ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet. Ich starte jetzt mit der Demontage unten und für den Ölwanntausch selber, habe ich ja euch ja erzählt, möchte ich gern hier an den neuralgischen Punkten oder eben an den Ecken gerne solche Gewindestangen verwenden. Die habe ich mir jetzt mal zurechtgeschnitten, 4 Stück, die ein bisschen länger sind. Und meine Idee ist es dann, keine Ahnung, ob das funktioniert, ist nur so eine Idee, dass ich die unten eindrehe. Ich habe hier, ich hoffe, man kann das sehen, ich habe hier die Köpfe jeweils so ein bisschen eingeschnitten, dass ich da mit einem Schlitzschraubenzieher rein kann, sodass ich die dann von unten, also wenn ich die alte Ölwanne abgebaut habe, dass ich an den neuralgischen Stellen, also an den Eckpunkten, diese Gewindestangen leicht eindrehe. Dann habe ich sozusagen Zentrierungspunkte oder Fixierungspunkte, wenn ich die neue Ölwanne mit der Dichtungsmasse dann ansetze, sodass ich die auch wirklich gerade ansetze. Und dann, wie vorher erwähnt, fange ich eben an, die eigentlichen Schrauben einzudrehen und dann hier an den Stellen zuletzt eben die Gewindestangen rauszudrehen und durch richtige Schrauben zu ersetzen. Wie gesagt, habe ich mir jetzt mal 4 Stück gemacht. Die sind nicht alle gleich lang, aber es geht ja nur darum, dass ich so eine kleine Führung habe für die neue Ölwanne, damit ich, wenn ich das nachher ansetze, das einfach, wie gesagt, schön gerade ansetzen kann. Und jetzt gucken wir mal unter das Auto. So, jetzt sind wir hier unterm Auto. Jetzt vielleicht noch einmal, weil ich das ja vorher erwähnt habe, mit dem Keilrippenriemen. Der ist jetzt, wie gesagt, hier neu und entsprechend auch auf Vorspannung. Ich würde euch gern zeigen, wie die Vorspannung jetzt ist. Also die Vorspannung ist deutlich größer, als sie das war, als ich den alten Riemen ausgebaut habe. Das heißt, ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob der alte Riemen noch richtig gespannt war. Auf jeden Fall, der neue Riemen ist jetzt eben entsprechend nach Vorgabe mit 70 Newtonmetern vorgespannt. Und ihr könnt sehen, da ist ordentlich Spannung drauf. Also deutlich mehr als vorher. Keine Ahnung, ob das okay ist, dass das so viel Spannung ist. Das werde ich dann sehen, wenn ich ihn anlasse. Aber das sind auf jeden Fall diese 70 Newtonmeter, die Audi da haben wollte. Ja, wird sich dann zeigen, ob das zu viel ist oder zu wenig. Auf jeden Fall, das sind jetzt mal das, was laut Vorgabe daran muss. Dann zur Ölwanne selber. Ich habe jetzt die alte Ablassschraube wieder eingedreht, dass hier kein zusätzliches Öl mehr austritt. Habe jetzt hier, denn das muss raus, diese Querstrebe hier, die hier rüber verläuft. Da sitzt der Stabilisator drunter. Ja, der ist schön ölig, muss ich dann auch sauber machen. Aber wie ihr sehen könnt, sind dahinter eben auch Schrauben von der Ölwanne. Und wie ihr seht, sind die alle ölfeucht. Also wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass es nur die Dichtung ist der Ölwanne. Auf jeden Fall muss eben der Stabilisator abgesenkt werden oder eben beziehungsweise ausgebaut werden. Dafür kommt jetzt erstmal diese Versteifungsplatte weg. Die habe ich jetzt schon angelöst, diese 6 Schrauben oder beziehungsweise Muttern. Hier, hier und hier. Und das Ganze auf der anderen Seite auch. Wahrscheinlich muss ich den Stabilisator dann auch noch unten lösen und ganz ausbauen. Das wird sich dann aber zeigen. Aber ich denke, der muss ganz weg, damit ich hier an diese Schrauben rankomme. Dann muss ich hier, hat so eine Ölleitung, die ist hier oben auch wieder mit einer Mutter gesichert. Die Mutter muss ich lösen, damit ich die Leitung hier ein bisschen nach hinten setzen kann. Die ist flexibel, hier ist ein flexibler Schlauch. Dann muss ich den Stecker für den Ölstandsgeber abklipsen. Und dann haben wir hier nochmal 2 Halter. Die sind auch da oben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann.
komme ich wahrscheinlich mit der Kamera so nicht hin. Auf jeden Fall ist da auch eine Schraube, das ist eine Kreuzschlitzschraube, die muss ich lösen. Und hier an dem Halter ist das genau das gleiche, kann man wahrscheinlich auch nicht sehen. Auf jeden Fall sind da auch 2 Kreuzschlitzschrauben, die muss ich auch lösen. Dann kann ich auch den Halter hier ein bisschen wegziehen. Und dann kann es schon losgehen mit den Schrauben an der Ölwanne. Ich hoffe, dass es wirklich die Dichtung ist, aber das werde ich dann sehen, wenn ich es ausgebaut habe. Ich setze euch jetzt in den Zeitraffer und mal schauen, wie es läuft. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was abgebaut. Hier diesen Prallträger, damit ich dieses Kühlerpaket noch ein bisschen weiter nach vorne bekomme. Denn da unten, ich denke, man hat es gerade im Zeitraffer gesehen, sind solche Torx-Schrauben oder ja, solche Sechskantschrauben, die diese Ölleitung halten. Und da war es wieder so eng, da bin ich mit keinem normalen Ratschenschlüssel oder irgendwas hingekommen. Da hat mir hier dieser kurze 30er-Bit, also der hat mir wirklich den Arsch gerettet. Dieser kurze, den habe ich ja schon gebraucht, als ich den Spanner, den Keilrippenriemenspanner verbaut habe. Da hatte der mir ja auch extrem geholfen, zusammen eben mit so einem 10er Schlüssel. Denn das ist da unten so eng, dass man, also ich zumindest da sonst nicht hinkomme. Die Leitung habe ich jetzt gelöst. Das schauen wir uns jetzt gleich von unten einmal an. So, bevor wir jetzt aber ganz unter das Auto gucken, mir ist noch aufgefallen, ich hatte ja neue Gummis bestellt bei Audi, original, nach Teilenummer. Und das hier sieht überhaupt nicht nach dem Gummi aus, den ich bekommen habe. Na, ich denke, man kann das ganz gut sehen, wenn die Kamera scharf stellt, dass das irgendwie doch stark abweichend ist. Das ist definitiv nicht der richtige Gummi für den Stabilisator. Das heißt, da werde ich jetzt nochmal Bilder machen, das dem Teilepartner von Audi nochmal schicken. So, das ist jetzt wie gesagt der abgelassene Stabilisator. Den musste man ja lösen, damit man dort hinten an die Schrauben kommt von der Ölwanne. Die werde ich jetzt auch gleich ausbauen, die Ölwanne im Zeitraffer. Vorher nochmal die Stellen, die eklig waren. Wie gesagt, hier diese Befestigung von dieser Ölleitung, die da an dieser Schelle oben die Schraube hat. Das ist keine Kreuzschlitzschraube, das dachte ich erst, aber die war einfach nur so dreckig, dass man nicht mehr alle Zähne gesehen hat. Das war, wie ihr es eben gesehen habt, so eine Sechskant. Da kommt man nur ganz schwer hin. Wie gesagt, mit so einem 30er, mit diesem kleinen Aufsatz, habe ich euch ja gezeigt, ging das dann. Hier haben wir drüben nochmal so eine Schelle. Die war auch super eklig. Die an der Seite, da bin ich gut reingekommen mit der Ratsche. Hier oben an die, da ist eine 10er Nuss drauf gewesen. Das ging dann auch relativ problemlos.
Jetzt werde ich mal die Leitung so ein bisschen aus dem Weg nehmen und wie gesagt die Ölwanne abbauen und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt müsstet ihr am Zeitraffer gesehen haben, wie ich die Ölwanne ausgebaut habe. Ich habe am Ende, also zuerst dachte ich, ich lasse noch ein paar Schrauben drin, damit sie mir nicht runterfällt. Aber ganz so lose war sie dann nicht. Bedeutet, ich habe dann am Ende alle Schrauben rausgedreht. Und hier an der Ecke, da sieht man das auch, da ist die Dichtmasse ja so ein bisschen ja, weggeschabt. Da habe ich dann mit einem flachen Schraubenzieher bin ich da rein, habe so ein bisschen gehämmert, also von außen so ganz flach reingehämmert und habe dann den Schraubenzieher, Moment, also bin hier mit dem flachen Schraubenzieher gerade rein und habe dann immer nach außen gedrückt, also sprich, ich zeige euch das mal hier an der Kante, wenn das jetzt sozusagen die Ölwanne wäre, bin ich mit dem Schraubenzieher rein und habe dann nach außen gehebelt, sodass eben der Druckpunkt nicht an der Stelle ist, wo die Dichtfläche sitzt, sondern dass der Druckpunkt hier irgendwo außen ist, wo es nicht so schlimm ist für den Fall, dass eine leichte Kratzer oder irgendwas entstehen sollte. Also das als Tipp für euch. Wie gesagt, mit einem flachen Stützschraubenzieher da in die Dichtmasse rein und dann eben nach außen hebeln. Dann habt ihr da keine Verletzung an der eigentlichen Fläche, die abzudichten ist. Und wenn wir uns das jetzt angucken, also wirklich hundertprozentig werde ich es natürlich erst am Ende wissen, aber ich hätte gesagt, hier an dieser Stelle zum Beispiel kann man sehr schön erkennen, dass diese Dichtmasse gar nicht um die Schraube herum geht. Bedeutet, das ist vermutlich so eine Stelle und auch die nebendran, wo Öl ausgetreten ist. Das würde zumindest ich vermuten. Genauso, wenn wir hier schauen, da ist es ganz hell, also da ist sozusagen das blanke Metall zu sehen und keine Dichtmasse. Das bedeutet, das hätte ich jetzt vermutet, ist der Grund, warum da Öl ausgetreten ist. Ich bin momentan immer noch davon überzeugt, dass das Problem die Dichtung hier, also diese Flüssigdichtung um die Ölwanne ist und dass das Öl nicht von oben kommt. Denn, wie gesagt, also ich kann hier natürlich überall nur ganz schwer hingucken, aber es sieht für mich so aus, als ob das Öl aus der Wanne ausgetreten ist. Und wie gesagt, solche Stellen hier, wo eben keine Dichtmasse ist um die Schraube herum, anders als zum Beispiel hier können wir sehen, hier ist Dichtmasse. Das heißt, da würde ich vermuten, an solchen Stellen ist Öl ausgetreten. Genauso auch da drüben haben wir auch so eine Schraube. Ja, da ist auch keine Dichtmasse. Das, denke ich, sind die Stellen, wo er rausgesifft hat. Das gleiche auch hier auf der Rückseite, wo wir sehr viel Ölverlust hatten. Da sind auch viele von diesen Stellen. Ansonsten,
ja, sieht das halt nach einem Motor mit entsprechend Kilometerlaufleistung aus, hätte ich jetzt gesagt. Ich werde jetzt die Fläche hier reinigen. Da habe ich mir extra so einen Schaber besorgt. Mit dem reinige ich das jetzt. Ich wische hier erstmal mit einem Papiertuch drüber, packe ich euch auch wieder in den Zeitraffer, reinige die Fläche. Und dann hätte ich gesagt, war es das für den ersten Teil. Es gibt dann noch einen zweiten Teil, wo ich euch dann zeige, wie ich die Ölwanne wieder einklebe. Ich habe ja da diese Gewindestangen vorbereitet. Ich hoffe, dass das funktioniert. Werde mir dann hier mit Kabelbindern diese komische Leitung noch ein bisschen wegbiegen müssen. Die ist momentan immer relativ störrisch im Weg. Und ich muss es ja wirklich gerade ansetzen können, damit das sauber abdichtet. Das heißt, wie gesagt, ich schmeiße euch jetzt nochmal in den Zeitraffer. Nach dem Zeitraffer zeige ich euch aber noch ganz kurz die alte Ölwanne, denn da werden wir den Ölstandsgeber ausbauen und den werden wir dann schon an der neuen Ölwanne mal Probe montieren, noch nicht fest, aber das machen wir am Ende des Videos jetzt auch noch. Das heißt, als erstes jetzt Zeitraffer, wie ich hier die Geschichte säubere und dann am Ende nochmal ganz kurz hier die alte Ölwanne angeschaut. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich unten schon alles sauber gemacht habe. Das heißt, im nächsten Video geht es dann mit der neuen Ölwanne weiter, dass wir die einkleben. Jetzt aber noch ein paar Informationen zum Ende des Videos zu der alten Ölwanne. Hier ist eine Kante mit Dichtmasse, aber hier nicht. Hier nicht und hier war ich auch nicht mit dem Schraubenzieher. Ich habe hier drüben mit dem Schraubenzieher angesetzt. Das heißt, hier haben wir keine Dichtfläche. Hier ist auch nichts. Hier ist auch ein richtiges Loch. Das heißt, hier ist auch immer Öl ausgetreten. Also das untermauert meine Theorie immer mehr. Hier ist auch wieder so eine Stelle, da war ich auch nicht mit dem Schraubenzieher. Hier ist auch keine Dichtmasse. Hier haben wir eine schöne Kante, eine richtige schöne Dichtkante. Ja, die geht hier ringsrum. Also hier ist alles abgedichtet. Das ist diese Kante, die man hier ersehen kann. Hier sieht man, hier ist die Kante schon fast weg. Das heißt, hier hat es wahrscheinlich auch ein bisschen rausgeölt. Hier ist auch wieder so eine Stelle, ist auch wieder kaum Dichtmasse vorhanden. Und hier ist auch eine Stelle, hier war ich auch nicht mit dem Schraubenzieher und hier ist auch die Dichtung komplett weg. Das heißt also, ja, so wie ich es vermutet habe, ist das wohl scheinbar einfach altersschwach, beziehungsweise hat sich halt diese Flüssigdichtung aufgelöst. Wenn wir hier in die Ölwanne reinschauen, haben wir hier auch so Stückchen. Das sind tatsächlich so Überreste von dieser Dichtung. Gott sei Dank sind die nicht angesaugt worden vom Ölfilter, sondern hier unten verblieben. Was interessant ist, ich sehe jetzt hier gar keine Magneten. Aus dem Automatikgetriebe kenne ich das, dass man immer noch mal einen Magneten hat, der sozusagen ja, metallische oder beziehungsweise magnetische Schwebeteilchen aus dem Öl binden soll. Ist jetzt hier nicht der Fall. Aber was ich auch sagen muss, es ist natürlich ein bisschen schleimig, aber man sieht schon, dass ich jetzt in letzter Zeit relativ viel Ölwechsel gemacht habe und das kommt dem Auto auf jeden Fall zugute, denn ansonsten würde das wahrscheinlich noch schlechter aussehen. Nichtsdestotrotz kriegt er jetzt, wie gesagt, eine neue Ölwanne. Jetzt, wo alles sauber ist, geht es dann im nächsten Video weiter. Und was wir auch noch sehen, ich hatte ja vorher am Anfang des Videos vermutet, dass der Dichtring für diesen Ölstandsgeber, dass der von außen angesetzt wird und das bestätigt sich jetzt hier auch. Also wir sehen hier, ist kein Dichtring vorhanden. Das heißt, der Dichtring wird dann höchstwahrscheinlich hier von außen zwischen den Ölstandsgeber und die Ölwanne gesetzt. Aber das sehen wir dann alles im nächsten Video. Wie gesagt, ich muss es jetzt leider aufteilen, sonst wird das einfach von der Zeit her ein bisschen zu lang im Video. So bleibt das kurz und knackig. Jetzt habt ihr gesehen, wie ihr den Stabilisator ausbaut. Ich muss außerdem ja noch auf die Stabilisatorgummis warten. Das waren ja die falschen, die ich habe. Also ihr habt gesehen, wie man den Stabilisator ausbauen kann, wie ihr oder welche Schläuche ihr anlösen müsst, um an die Ölwanne zu kommen, wie ihr die Ölwanne rausgelöst bekommt und wie gesagt auch, wie man unten die Dichtfläche entsprechend reinigt. Und im nächsten Video seht ihr dann, wie ich die Dichtmasse auftrage, wobei
Das mit dem Auftragen, da muss man dann gucken, weil die ist, ja, die muss man zeitig verarbeiten. Also, ihr werdet wahrscheinlich sehen, wie ich sie ansetze und festschraube, aber ich werde das wahrscheinlich nicht im Detail zeigen können mit dem Anbringen der Dichtmasse. Das schauen wir dann mal. Auf jeden Fall geht's dann im zweiten Teil weiter und drückt mir die Daumen, dass dann, wenn das im zweiten Teil wieder alles dran ist, hoffentlich das Ding auch dicht bleibt. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.